Mit Den hat ein neuer Pharao den ägyptischen Thron bestiegen. Der Pharao ist äußerst besorgt. Feinde bedrohen zunehmend unsere Grenzen und unserem Staat mangelt es an wertvollem Kupfer, das wir zur Herstellung der Waffen für unsere Truppen benötigen. Pharao Den hat eine Bergbauexpedition in die erbarmungslose Wüste Sinai angeordnet. Ein Land jenseits unserer Grenzen und tief im Gebiet der Beduinen. In der Gegend, die unter dem Namen Timna bekannt ist, gibt es große Gold- und Kupfererzvorkommen sowie wertvolle Türkise. Ansonsten jedoch liegt das Land völlig brach. Unter durch und durch lebensfeindlichen Bedingungen werden sie für diesen Vorposten der Zivilisation viele Dinge, möglicherweise sogar zusätzliche Nahrungsmittel aus Ägypten importieren müssen. Der Pharao wird häufig Lieferungen aus dem Sinai verlangen. Sie werden ihm Geld, Kupfer, Edelsteine und Waffen liefern müssen. Etwaige Überschüsse dieser Waren können Sie dazu verwenden, die Expedition zu unterstützen. Seien Sie stets auf der Hut, denn die Beduinen der Wüste Sinai sind gefährliche Gegner und werden nicht tatenlos zusehen, wenn Fremde ihr Land besetzen und nicht einmal vor ihren Bodenschätzen Halt machen. Um die Last zu lindern, die solche Lebensbedingungen der Bevölkerung der Stadt auferlegen, sollten Sie einen Pavillon an einer belebten Kreuzung errichten. Die Bürger können sich dann bei Musik und Jongleur-Darbietungen entspannen. Wenn Sie zusätzlich auch noch eine Tanzschule einrichten, wird diese neue Art der Zerstreuung für hervorragende Unterhaltung sorgen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Timna, eine Expedition nach Sinai. Ein neuer Pharao namens Din hat den Thron des geeinten Ägyptens bestiegen. Und er schickt uns auf eine Expedition auf die Halbinsel Sinai, um wertvolle Bodenschätze wie Gold, Edelsteine und Kupfer zu finden und abzubauen. Dafür sollen wir die Stadt Timna gründen, mit einer Bevölkerung von 2000 Einwohnern. Des Weiteren ist eine Königreichswertung von 70 und eine Wohlstandswertung von 15 zu erreichen. Für eine Königreichswertung von 70 werden wir wohl viele Forderungen des Pharaos erfüllen müssen. Zudem werden wir wohl hier erstmalig militärisch aktiv sein müssen, da wir wahrscheinlich von Beduinen angegriffen werden. Zusätzlich können wir das Unterhaltungsprogramm für unsere Bürger durch einen Pavillon und Tänzerinnen erweitern. Ja, dann schauen wir doch mal direkt auf die Karte. Ja, wie schon erwähnt, ist das unsere erste Militärkampagne und wir werden jetzt über das Rekrutieren von Soldaten und den entsprechenden Gebäuden dafür informiert. Es ist gleich wie bei Caesar 3, wir müssen einen Drillplatz, das ist in dem Fall jetzt eine Kaserne, errichten und natürlich fortbauen, damit dort halt entsprechend unsere Soldaten hingehen können. Ja, und Waffen können wir jetzt entsprechend herstellen, die wir für unsere Infanterie benötigen. Und wir werden nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt das Missionsziel und die Beschreibung nochmal nachhören und nachlesen können, indem wir hier auf das sogenannte Ankh-Symbol klicken. Im Pausenmodus schauen wir uns die Karte einmal an. Wir sind also hier im Landschaftstyp des trockenen Klimas, also in der Wüste. Wir haben hier eine Oase mit entsprechendem Grundwasser und hier können wir Kupfer und Gold abbauen. Gut, schauen wir mal weiter. Hier geht die Oase weiter bis zu diesem Gewässerrand. Hier haben wir Strauße, das heißt, wir werden wahrscheinlich Wild herstellen können. Das geht dann hier so weiter. Hier haben wir eine weitere kleine Oase. Ja, und weiter nördlich haben wir hier ein großes Vorkommen von Gold und Kupfer. Gut, hier oben geht es dann weiter. Ja, schauen wir mal, was wir produzieren können. Wie gesagt, wir können an Nahrungsmitteln nur Wild herstellen. An Rohmaterial haben wir Ton, Edelsteine, Gold und Kupfer. Und wir können Geschirr und Leinen herstellen. Für Leinen brauchen wir Flachs, den müssen wir importieren. Gehen wir mal auf die Weltkarte. Wir sind hier und wir haben 3 Handelspartner. Einmal Tinis,
Tines verkauft uns Kichererbsen, Geschirr und Bier in kleinen Mengen, kaufen aber bei uns jede Menge Kupfer. Noob verkauft uns jede Menge Wild, kauft allerdings nichts bei uns. Nechen verkauft Ton, Bier, Leinen und Flachs in kleineren Mengen und Geschirr in etwas größeren und kauft bei uns Papyrus. Ja, unser Hauptexport wird Kupfer sein, den wir in großen Mengen verkaufen können. Damit können wir unsere Importe gut decken. Wir müssen nämlich wahrscheinlich Wild zusätzlich einkaufen und natürlich Bier. Das können wir gar nicht herstellen. Ja, und ich stelle fest, dass wir weder Papyrus herstellen noch importieren können. Und obwohl wir eine Schreibschule haben, können wir diese nicht betreiben, da uns das Papyrus fehlt. Wir können also unsere Gebäude maximal zum geräumigen Wohnhaus entwickeln lassen. Das sollte aber für die Wohlstandswertung von 15 reichen. Wir haben nur eine Gottheit, die wir huldigen können, und das ist Seth. Mit dem Militär ist natürlich jetzt hier auch die militärische Einrichtung freigeschaltet. Wir können den Drillplatz errichten, das ist die Kaserne, wo unsere Soldaten ausgebildet werden. Hier haben wir die Forts, wir können Infanterie ausbilden und Bogenschützen. Ja, und die Waffenschmiede ist auch hier entsprechend freigeschaltet. Und der Aufseher des Militärs ist auch freigeschaltet. Da komme ich aber gleich noch zu, wenn wir die ersten Forts gebaut haben. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Wir werden hier unsere Stadt errichten. Wir haben hier Grundwasser, wo wir die Zisterne errichten können. Und hier können wir Kupfer abbauen und direkt mit dem Export beginnen. Wir werden dann später weiter hierüber wandern, hier an dieser Oase ein weiteres kleines Stadtgebiet errichten und hier an diesem reichen Vorkommen Gold und Kupfer abbauen. Ja, so viel zum Plan. Starten wir den Bau unserer Stadt Timna. Wir haben jetzt unser Stadtgebiet jetzt hier aufgebaut in der klassischen Form und haben jetzt hier die Grundeinrichtung mit Zisterne, Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten sichergestellt und werden jetzt hier mal diese ganze Reihe parzellieren und warten wieder, bis die ersten Siedler unsere Stadt erreichen. In der Zeit die Prioritäten verteilen. Militär bekommt jetzt hier die Priorität 6. Wir zahlen mehr an Löhnen und setzen die Steuer runter. Die Geschwindigkeit wird ebenfalls erhöht. Ja, ein Großteil der Parzellen ist schon besiedelt worden und unsere Dienstleistungsgebäude sind, glaube ich, jetzt auch alle in Betrieb. Das heißt, wir fangen jetzt direkt an, Kupfer abzubauen. Dafür müssen wir jetzt hier die Kupferminen errichten. Ja, wir können 5 Kupferminen hier bauen. Das ist sehr gut. So, ganz wichtig ist, dass wir jetzt hier Feuerwache und Architekturbüro bauen, damit unsere wertvollen Minen nicht in Flammen aufgehen. So, und dann müssen wir natürlich, das baue ich jetzt dann doch anders. So, dann baue ich hier das Warenlager für Kupfer. Ja, und das ändere ich doch noch um. Das machen wir so. So, und dann kommt dann da das Architekturbüro noch hin. Ja, dann sieht das schon ziemlich gut aus. Ja, uns fehlen noch ein paar Mitarbeiter, aber nicht mehr viele. Da kommen ja auch schon neue Siedler. Aber unser Warenlager ist noch nicht in Betrieb. Ja, jetzt ist es entsprechend aktiv. Dann werden wir jetzt die Handelsroute mit Tines eröffnen.
und direkt Kupfer verkaufen. Und da haben wir schon mal eine gute Einnahmequelle. Ich errichte jetzt hier schon einen Pavillon. Das hat damit zu tun, dass ich dann genau sehe, wo ich meine Wohngebäude noch errichten kann. Also so ist es genau richtig. So, dann bitte hier die Sperre. Nicht rauslaufen. Dann kann ich nämlich jetzt diesen ganzen Bereich hier parzellieren. Ja, dann werden wir uns jetzt mit der Nahrungsmittelversorgung mal auseinandersetzen. Wir haben hier die Straußenherden. Ich werde aber hier jetzt eine Straße rausbauen. Die geht hier so raus, weil hier unten gibt es eine Verbindung, die ich gerne bauen möchte, wenn ich später hier das zweite Stadtgebiet baue. Deswegen kommt hier jetzt ein Versorgungszentrum hin, damit sich die Märkte aus diesem Stadtgebiet auch dort entsprechend versorgen können. Dann bauen wir jetzt mal 2 Jagdhöfe und ein Silo. Wir bauen hier direkt eine Sperre hin, damit hier unsere Arbeitsrekrutierer nicht so weit laufen müssen. So, und dann errichten wir hier. Ja, bevor wir was errichten, hat der Pharao schon seine erste Forderung. 500 Einheiten Kupfer. Gut. Ich ändere das hier eben noch schnell um. Feuerwache und Architekturbüro, das möchte ich gerne hier haben. Und dann hier die Sperre. So. Ja, da sind schon die 500 Einheiten. Die können wir direkt verschicken. Sehr gut, da brauchen wir noch nicht mal hamstern. Bauen wir einen Tempel für Seth. Und ich glaube, ich möchte auch schon direkt hier meinen Festplatz haben. So, das passt bestimmt ganz gut dahin. Ja, sehr schön. Ja, jetzt sollten wir noch den Bazar entsprechend errichten. Etwas Wild haben wir schon. Wie gesagt, wir werden die Nahrungsmittelversorgung nicht komplett in Eigenproduktion sicherstellen können. Da werden wir wohl nachher auch Wild importieren. Und wir müssen immer mal hier Spezialkarten, Feuer gucken. Ja, unsere Königreichswertung steigt, das ist nett. Ja, Feuergefahr ist nicht vorhanden und Schäden auch nicht. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, und wir sehen, unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Und wir verkaufen richtig viel Kupfer. Das ist sehr gut. Wir werden jetzt schon direkt anfangen, unser Militär aufzubauen. So, unser Militär werde ich hier entsprechend im Bereich der Kupferminen aufbauen. Und zwar brauchen wir erstmal den Drillplatz, der kann hier hin. So, und dann werde ich mal 2 Waffenschmieden errichten. Die können hier hin und dann bauen wir auch hier das Warenlager für Waffen. Ja, und wir errichten unser erstes Fort. Und zwar bauen wir ein Fort für Bogenschützen. Das kann dann jetzt hier hin. So, dann haben wir alles sehr nah beisammen. Drillplatz. Denn der Drillplatz wird entsprechend mit Waffen aus dem Warenlager versorgt. Und die Soldaten haben einen kurzen Weg, um zu ihrem Fort zu kommen. Ja, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, und dann sehen wir schon den ersten Bogenschützen, der das Fort betritt. Ja, und ihr seht, wir haben nicht sehr viel Nahrungsmittel im Silo. Jetzt mit dem Verkauf von Kupfer werde ich die Handelsroute mit Nub eröffnen. Und wir werden jetzt Wild schon importieren. Und zwar 800 Einheiten. Dafür müssen wir natürlich jetzt hier ein Warenlager errichten. Das kommt hier hin. So, und dieses Warenlager nimmt Wild an.
Hier werden wir eine Bühne errichten. Das passt ja ganz gut dahin. Und dann werden wir auch eine Jonglierschule hier bauen. Ja, und mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in Timna. Natürlich muss ich das Silo auch entsprechend einstellen, dass es natürlich Wild auch fordert. Sonst bleibt das Wild im Lagerhaus. Ja, wir können sehen, dass hier diese Kupfermine nicht in Betrieb ist, weil der Weg wohl zu weit ist, den unsere Arbeitsrekrutierer gehen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich doch noch eine kleine Siedlung bauen müssen. Aber warten wir jetzt erstmal ab. Ja, errichten wir mal unsere Arztpraxis. Die kann hier hin. Eine Apotheke brauchen wir jetzt nicht, weil wir hier kein Schilfvorkommen haben. Ja, Seth ist zufrieden. Wir werden ihm mal ein Fest abhalten. Und dann können wir auch mal ein paar Schreine für ihn errichten. Die können hier hin. Ja, die Entwicklung hier ist eigentlich sehr gut. Ich möchte jetzt aber doch hier das zweite Stadtgebiet errichten, damit wir hier Goldminen bauen und unsere Stadtkasse dadurch weiter auffüllen können. So, dafür roden wir mal hier ein bisschen was. So, hier ist unsere kleine Siedlung jetzt. Wir haben jetzt hier den Dorfpalast und hier meinen persönlichen Wohnsitz. Der Dorfpalast muss natürlich hier hin, weil wenn wir Goldminen hier errichten wollen, ist der Weg, die unsere Karrenschieber mit dem Gold haben, zum Palast wesentlich kürzer, als wenn ich ihn im Hauptwohngebiet habe. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Die Zisterne müssen wir natürlich auch errichten, die passt hier hin. Ja, unser Fort mit Bogenschützen ist voll. Wir werden jetzt ein Fort mit der Infanterie bauen, auch auf der Gefahr hin, dass wir jetzt Schulden machen. Aber wir kriegen bestimmt noch was. Ja, nochmal 3000 Deben. Ja, mit dem zusätzlichen Geld werden wir jetzt hier unsere Goldminen bauen. Ja, das ist doch hier schon eine ganz schöne Menge an Goldminen, die wir jetzt hier errichtet haben. Sehr gut, die müssen natürlich auch geschützt werden. Goldminen sind nämlich mit 300 Deben schon recht teuer. Deswegen bauen wir jetzt hier eine Feuerwache und einen Architekturposten. Der Pharao fordert Waren, und zwar 1500 Edelsteine. Das ist natürlich jetzt gemein, weil wir überhaupt noch keine Edelsteine produzieren. Ja, und Seth schützt unsere Soldaten, wenn sie in fremden Ländern kämpfen. Das ist natürlich schade, dass er sie nicht segnet, wenn sie die eigene Provinz beschützen, aber vielleicht kriegen wir ja noch einen größeren Segen. Gut, wir werden jetzt hier erstmal das parzellieren und werden jetzt hier oben Edelsteinminen bauen. So, hier sind unsere 4 Edelsteinminen. Ich werde jetzt hier tatsächlich mal eine kleine Siedlung hier errichten. Die können wir natürlich überhaupt nicht weiterentwickeln, weil wir hier kein Wasser haben. Da muss hier definitiv ein Polizeiposten hin, weil hier ist Kriminalität wahrscheinlich vorgeplant. So, Warenlager für Edelsteine. Ja, und ich stelle gerade mit Entsetzen fest, dass Edelsteinminen noch teurer sind als Goldminen mit 480 Deben. Und wir sehen, was wir hier entsprechend schon an Geld ausgegeben haben. Aber unser Silo ist voll. Da können wir jetzt den Import ausschalten. Wir können mit dem Dorfpalast das Steuereintreiberbüro errichten. Das kann hier hin. Und wir stellen die Steuern auf 9% ein. Hier in unserer kleinen Goldminensiedlung werden wir jetzt auch nochmal einen Tempel für Seth errichten und natürlich ein Bazar.
Ja, und wir haben die erste Vorankündigung, dass eine Beduinenarmee uns angreifen wird, und zwar in einem Jahr. Ja, ich denke mal, wir sind aber ganz gut vorgerüstet schon. Ja, jetzt wo wir schon zwei unterschiedliche Gattungen bei unserem Heer haben, kann ich da kurz noch was zu sagen. Die Bogenschützen sind unsere Fernkämpfer, sind einigermaßen schnell unterwegs, sind aber im Nahkampf sehr schwach. Im Gegensatz zu unserer schweren Infanterie, die sehr stark ist, allerdings sehr langsam. Zudem benötigen wir für die Ausbildung unserer Infanterie Waffen. Das muss man berücksichtigen. Wie bei Caesar 3 haben alle militärischen Einrichtungen, Fort und Drillplatz eine schlechte Attraktivität. Sieht also zu, dass diese Einrichtungen nicht zu nah an den Wohngebieten errichtet werden. Wir können mit der rechten Maustaste das Fort anklicken und dann kriegen wir das Infofenster zu dieser Kompanie. Wir haben einen Namen, wir sehen, wie viele Soldaten in einer Kompanie sind. Das sind immer 16, wie die Gesundheit ist, wie die Erfahrung und die Moral ist. Es ist fast identisch mit Caesar 3, allerdings gibt es hier was Neues, nämlich die Kompanie Erfahrung. Das sehen wir hier. Und wir sehen hier so einen Balken, wo es jetzt einen grünen Punkt gibt. Je länger diese Kompanie Kampferfahrungen sammelt, indem sie gegen Feinde kämpft, desto mehr wird dieser Balken ausgefüllt. Und mit der entsprechenden Erfahrung ist diese Kompanie auch wesentlich effektiver im Kampf. Die Moral ist sehr wichtig, weil diese kann entsprechend sich ändern, und zwar im Kampf. Wenn zu viele Soldaten der Kompanie im Kampf fallen, sinkt die Moral. Und ab einem gewissen Stand der Moral fliehen unsere Soldaten fluchtartig zu ihrem Fort und sie sind dann auch nicht mehr steuerbar. Erst wenn wieder genügend Soldaten im Fort sind und die Moral sich gebessert hat, kann man sie wieder befehligen. Ja, und hier haben wir nochmal die einzelnen Formationen. Wir haben hier eine enge Formation. Sie hat eine stärkere Angriffskraft, sind aber auch durch Fernkämpfer leichter zu treffen. Bei der losen Formation stehen die Soldaten weiter entfernt. Ihre Angriffskraft ist dann etwas schwächer, aber sie sind halt nicht mehr so gefährdet durch Geschosse. Dann gibt es noch Feinde in der Nähe angreifen. Das heißt, aggressive Einstellung greifen unsere Soldaten sofort Feinde an, wenn sie in einer entsprechenden Nähe sich befinden. Hier haben wir nochmal die Aufräumformation. Hier löst sich die Formation quasi auf und die Soldaten kämpfen einzeln gegen die Reste der Feinde. Das sollte man machen, wenn die feindliche Armee schon sehr stark dezimiert und auf der Flucht ist. Ja, und hier können wir unsere Soldaten zurück zum Fort schicken. Und hier können wir die Kompanie nochmal entsprechend drehen. Das heißt, wenn sie im Feld aufgestellt sind, kann man hier entsprechend sie noch ausrichten. Das ist für alle Kampfeinheiten gleich. Wenn wir die Armee befehligen wollen, machen wir das mit der linken Maustaste. Einmal draufklicken, dann haben wir hier dieses Symbol. Wenn wir dieses Symbol jetzt irgendwo entsprechend nochmal mit der linken Maustaste aktivieren, steht hier die Standarte und unsere Soldaten gehen zu dieser Standarte. Hier kann ich mit der rechten Maustaste wieder das Fenster öffnen und dann kann ich jetzt zum Beispiel die Kompanie drehen. Wieder mit der linken Maustaste ist die Kompanie wieder aktiviert und ich kann sie jetzt woanders hinschicken. Bei unserem Aufseher der Armee haben wir hier aufgeführt, welche Kompanien wir haben. Da gibt es auch nochmal die Info über die Moral, die Kampferfahrung und hier können wir nochmal anklicken, wenn sie zurück zum Fort gehen sollen. Also vieles ist tatsächlich gleich wie bei Caesar 3. Wieder eine Forderung des Pharaos. Diesmal möchte er Geld haben, 885 Theben. Na ja gut, das haben wir ja.
Das können wir entsprechend sofort zur Verfügung stellen. So, dann errichte ich hier jetzt noch mein Musikpavillon und weise die restlichen Flächen nochmal mit Parzellen aus. Ja, unsere kleine Siedlung hier hat sich auch sehr schön entwickelt. Wir gönnen denen jetzt auch mal etwas Unterhaltung. Ja, und 1000 Menschen leben jetzt schon in unserer Stadt. Ja, dann bauen wir doch hier schon mal das Konservatorium hin. Unser Fort mit der Infanterie ist voll besetzt. Ja, dann bauen wir jetzt nochmal ein Fort für Bogenschützen. Ja, und wir sollten jetzt auch allmählich mal mit der Geschirrproduktion beginnen. Ja, in 6 Monaten werden die Beduinen uns angreifen. Ja, und die Forderung kann erfüllt werden. Oh, super. Und unsere Königreichwertung steigt, da wir das Geld zur Verfügung gestellt haben. Gut, dann werden wir mal ganz schnell dem Pharao seine Edelsteine zur Verfügung stellen. Sehr gut. Ja, mit Edelsteinen können wir jetzt eigentlich gar nicht viel anfangen. Wir lassen das jetzt mal so und gucken mal, ob vielleicht noch mal eine Forderung kommt für Edelsteine. Ich möchte ja jetzt hier meine Geschirrproduktion endlich mal beginnen. 2 Tongruben. So, und dann bauen wir hier unsere 4 Töpfe rein. Ja, und dann bauen wir hier das Lagerhaus für Geschirr auf. Ja, und die Königreichwertung steigt weiter, nachdem wir jetzt die Edelsteine dem Pharao zur Verfügung gestellt haben. Oh, wir haben ein Geschenk vom Pharao und zwar, oh, das kann man gar nicht richtig lesen hier, 1600 Kichererbsen. Das machen wir später. Ja, und eine Handelsroute kann eingerichtet werden, und zwar nach Mendefer. Ja, dann gucken wir mal direkt, was wir mit Mendefer handeln könnten. Das ist viel. Mendefer verkauft uns Kichererbsen in größeren Mengen und Geschirr und Papyrus. Da ist das Papyrus, okay. Und kauft bei uns Salat, Waffen, Ziegel, Gerste, Bier, Edelsteine und Schmuck. Na super, also wir können jetzt Waffen und auch Edelsteine verkaufen. Die Handelsroute wird natürlich sofort eröffnet. Und wir verkaufen Waffen. Da möchte ich gerne 2 Einheiten immer im Warenlager haben. Und Edelsteine, die können komplett verkauft werden. Ja, super. Also ich glaube, damit werden wir jede Menge Gewinne erzielen. So, dieses Warenlager muss natürlich noch eingestellt werden. Und zwar für Geschirr. So, und dann werde ich dieses Warenlager hier noch für Kichererbsen entsprechend freischalten. Und dieses Silo kann jetzt auch Kichererbsen holen. Oder machen wir das anders? Nein, wir machen das anders. Wir bauen ein neues Silo. Das kommt dann jetzt hier hin. Und dann bauen wir jetzt hier ein Warenlager auf. Und dieses Warenlager wird später Bier annehmen. Ja, wir können ja jetzt doch unsere Schreibschule errichten, weil wir Papyrus importieren können. Ja, das nehmen wir jetzt gerne an. Dankeschön. Und dann kann dieses Silo hier Kichererbsen fordern. Ja, das ist doch jetzt sehr gut eingestellt. Ja, ich war wieder zu langsam mit dem Einstellen des Warenlagers. Jetzt habe ich hier auch tatsächlich Kupfer drin, aber das sollte eigentlich gleich bestimmt verkauft werden. Das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, diese Sperre muss natürlich weg, damit diese Gebäude überhaupt Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Gut, das verschönern wir jetzt mal hier ein bisschen.
und der Markt kauft jetzt erstmal nur die beiden Nahrungsmittel ein. Ja, es ist soweit. Der erste Angriff auf unsere Stadt. Die Beduinenarmee greift an. Hier kann man dann zum Ereignis gehen. Okay, ich sehe nichts. Wir werden jetzt erstmal die Geschwindigkeit runtersetzen. Das ist immer ganz wichtig, damit man sich erstmal einen Überblick verschaffen kann. Ja, und ich sehe hier irgendwie keine Beduinen. Ah doch, da. Das ist ziemlich nah an unserem Stadtpalast. Dann werden wir erstmal die Bogenschützen hier positionieren. Und dann unsere Infanterie. Ich hoffe mal, dass sie noch früh genug eintreffen werden. Leider können wir noch keine Stadtbefestigung bauen mit Mauern und Türmen. Oh ja, das wird knapp hier. Okay, der Kampf ist in vollem Gange mit unseren Bogenschützen. Die ist natürlich nicht so stark, aber unsere Infanterie ist schon auf dem Weg. Ja, sehr gut. Ja, hier sehen wir jetzt die eine Kompanie, die Moral total verängstigt, und die gehen jetzt zurück zum Fort. Ja, wir haben gerade den Kampf geschafft. Kommt die nächste Meldung, dass in 9 Monaten eine Beduinenarmee angreifen wird. Gut. Ja, gut ist das nicht. Wir werden jetzt erstmal die hier zurückschicken. Wir bauen direkt noch ein Fort für die Infanterie. So, dann werde ich mal das Exportlimit hochschrauben auf 5, damit wir genügend Waffen für unsere neuen Soldaten haben. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass unsere Soldaten sich noch entsprechend regenerieren, wenn wir jetzt hier in 9 Monaten den nächsten Kampf bestreiten müssen. Ja, wir gönnen unseren Bürgern eine zweite Nahrungsmittelart, und zwar Kichererbsen. Da werden wir mal 800 einkaufen. Wild werden wir jetzt auch nochmal etwas importieren, auch nochmal 800. Das sollte unsere Stadtkasse auf jeden Fall hergeben. Ja, und ich baue mal weitere Tempel für Seth. Vielleicht kriegen wir ja einen entsprechenden Segen. Ja, und das Gericht können wir jetzt eigentlich auch schon mal bauen. Das kann hier hin. Ja, in 6 Monaten. Das sieht nicht so gut aus hier. Ich hoffe mal, wir können den Kampf bestreiten. Hier habe ich vergessen, die Sperre zu bauen. Manchmal vergisst man doch dann einiges hier. Das ist natürlich nicht so gut. Ihr merkt, dass Pharao wesentlich vielschichtiger ist als Caesar 3. Man muss an vielen Sachen denken. Bei der Ausbildung unserer Soldaten gibt es tatsächlich eine Priorität. Es werden immer die Forts der Infanterie als erstes ausgebildet, sofern Waffen zur Verfügung stellen. Erst dann kommen die Bogenschützen dran. Ja, ich glaube, ich baue noch eine Waffenschmiede. Die kann hier hin. Ja, beginnen wir doch mit dem Import von Bier. Ja, vielleicht sollten wir erstmal den nächsten Angriff noch abwarten. Wie gut wir den entsprechend überstehen. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt so schön, dass unsere Forts nicht voll ausgebildet sind, aber ich denke mir, mit der Infanterie, die ja doch sehr stark ist, können wir die Beduinen zurückschlagen. Ja, die Beduinenarmee greift an. Da wieder in dem Bereich unserer kleinen Siedlung mal die Geschwindigkeit sofort runtersetzen. So, und dann müsst ihr alle hier hin. Ja, dann schauen wir mal, wie wir diesen Kampf bestreiten werden. Ja, und hier sehen wir auch noch ein Phänomen. Unsere Polizei greifen ebenfalls Feinde an.
so ähnlich wie die Präfekten bei Caesar 3. Also wir können mit Polizisten auch entsprechend gegen Feinde vorgehen. Ja, sie sind auf dem Weg. Wir können hier sehen, das ist hier eine Barriere. Da kommen sie nicht durch. Deswegen haben wir uns hier jetzt auch schon ganz gut platziert. Wir richten das jetzt mal hier ein bisschen aus. Ja, und unsere Bogenschützen schießen schon. Sehr gut. Ja, ich glaube, da haben die Beduinen keine Chance. Laufen direkt in unsere Infanterie rein. Und im Hintergrund schießen unsere Bogenschützen. Ja, das ist eine gute Aufstellung. Ja, und mitten in der Schlacht fordert der Pharao Waren 1101 Deben. Die bekommt er gleich. Ja, und üppiges Fest haben wir während des Kampfes auch. Das lenkt unsere Bürger etwas ab. Ja, jetzt kriege ich meinen Segen von Seth. Ja, wir haben es geschafft. Und schauen wir mal, wie es hier aussieht. Na, ein paar Verluste haben wir. Aber wir können jetzt zum Beispiel hier bei der Kompanie die Cobras sehen, dass wir jetzt hier 2 grüne Punkte bei der Kampferfahrung haben. Wie gesagt, dieser wächst, je mehr unsere Soldaten im Kampf Erfahrung sammeln. Gut, dann können jetzt alle zurück. Und die Geschwindigkeit können wir wieder erhöhen. Und der Pharao bekommt sein Geld. Die Schlacht haben wir erfolgreich geschlagen. Nun können wir unser Bier importieren. Ja, 800 Einheiten sollten reichen. Und im Markt werden wir jetzt entsprechend Bier auch freischalten. So, und dann werden wir hier noch weitere Verschönerungen durchführen. Plätze. Da, wo es möglich ist. Ich baue ja gerne noch einmal einen zweiten Bazar für dieses große Stadtgebiet. Der kann dann jetzt hier hin. So, und der kann auch schon entsprechend alles einkaufen. Ja, und wir sehen, das erste Bier ist schon im Lager. Das heißt, unsere Entwicklung geht jetzt weiter. So, dann können wir hier nochmal Bühnen bauen. Ja, und unsere Königreichswertung ist wieder gestiegen. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Ja, 62 haben wir. Oh, noch 1, 2 Forderungen, dann haben wir die 70 erreicht. Wir können allerdings auch ein Geschenk dem Pharao überreichen, um die Königreichwertung zu erzielen. Ja, und die Wohlstandswertung, die haben wir ja schon geschafft. Ja, wir sehen hier schon, die Entwicklung zum geräumigen Wohnhaus ist im vollen Gange. Schauen wir mal, wie viele Einwohner wir haben, wenn alle Wohngebäude entsprechend voll belegt sind. Ja, in 7 Monaten greift die nächste Beduinenarmee an. Ja, unsere Infanterie ist vollzählig und jetzt werden nur noch die Bogenschützen ausgebildet. Ich glaube, das sollten wir aber schaffen. Ja, bauen wir hier noch ein bisschen was, und zwar auch eine Jonglierschule und ein Konservatorium. Und wir haben ja ein Pavillon jetzt entsprechend. Das heißt, wir können auch eine Tanzschule errichten. Die kommt dann jetzt. Ja, ich weiß, dass uns eine Beduinenarmee angreifen wird. Oh, und wir kriegen schon wieder Kichererbsen vom Pharao geschenkt. Wie nett. Ja, danke schön. So, jetzt kann ich auch endlich meine Tanzschule mal errichten hier. Ja, und ich baue, glaube ich, noch ein paar Goldminen. Hier können wir, glaube ich, noch was bauen. Ja, das passt. Da müssen wir nur irgendwie hier rankommen. Oh ja, das geht ja. Ja, wir werden mal schauen, ob wir diese Wohngebäude hier weiterentwickeln müssen. Das sollte kein Problem sein. Allerdings denke ich mir mal,
werden wir hier jetzt doch noch die Schreibschule errichten. So, und wir werden noch ein Warenlager für Papyrus bauen. Das kann dann hier hin. Und hier wird Papyrus angenommen. Wie gesagt, wir brauchen nicht viel von Papyrus. Da reichen tatsächlich 200 Einheiten. Jetzt möchte der Pharao 15 Waffen haben. Okay, Gott sei Dank ist unsere Armee ausgebildet jetzt hier. Das heißt, wir werden jetzt die Waffen hamstern. Aber wir haben ja schon 6 im Lager. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Wie sieht eigentlich unsere Bilanz aus? Oh ja, die kann sich sehen lassen. Ja, und unsere Schreibschule ist aktiv und wir sehen, wie sich unsere Gebäude weiterentwickeln. Zur gewöhnlichen Residenz. Ja, einen Monat haben wir jetzt noch, bis die Beduinenarmee angreift. Ja, und Zed schützt nochmal unsere Soldaten beim Kampf in fremden Ländern. Ja, und der nächste Angriff der Beduinen. Oh, direkt hier. Ups, da müssen wir mal ganz schnell die Geschwindigkeit runter. Und direkt unsere Infanterie hinschicken. Oh, das gibt aber jetzt hier ein großes Gemetzel. Es geht direkt los. Leider können wir uns auch nicht richtig formieren hier. Ja, schauen wir mal, wie wir das so schaffen. Oh Mann, das ist aber doch eine große Truppe hier. Ja, großes Kampfgetümmel. Aber ich glaube, wir schaffen das. Einige der Beduinen sind schon auf der Flucht. Ja, die Musik hat sich auch schon geändert. Sie ist jetzt wesentlich friedvoller. Ich denke mir mal, dass wir den Kampf tatsächlich jetzt geschafft haben. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ja, und ihr könnt jetzt auch zurück. Nachdem wir jetzt den Angriff erfolgreich verteidigt haben, ändern wir jetzt in der Stadt hier nochmal ein bisschen was um. Diese Tempel will ich etwas versetzen. Ja, und wir müssen hier die Gebäude noch entwickeln, damit wir die 2000 Einwohner in unserer Stadt bekommen. Da werde ich jetzt hier auch nochmal Plätze errichten. Ja, sehr schön. Dann können sich hier die Wohngebäude auch weiterentwickeln. Wir errichten noch ein paar Bühnen. Hier kann noch eine hin. Und hier. Ja, der Pharao wartet auf seine 15 Einheiten Waffen, die auch jetzt sofort erfüllt werden können. Sehr gut. Dann verschicken wir die mal direkt. Ja, und Waffen verkaufen wir wieder. 2 Einheiten lassen wir im Lager. Ja, ich denke, wir nähern uns allmählich dem Ende unserer Kampagne hier. Ja, mittlerweile haben wir jetzt die 2000 Einwohner-Marke geknackt. 12% Arbeitslosigkeit. Wir sollten noch ein paar freie Arbeitsstellen schaffen. Wir können hier jetzt noch das Steuereintreiberbüro setzen. Ach, setzen wir direkt 2 hier hin. Ja, wir haben die Entwicklung zur gewöhnlichen Residenz mit all den Dienstleistungsgebäuden und Gütern, die uns zur Verfügung stehen. Eine Weiterentwicklung ist nicht möglich, da jetzt ein Zugang zu einer Zahnarztpraxis nötig ist und die ist noch nicht freigeschaltet.
Ja, unsere Königreich-Wertung steigt, da wir die Waffen zur Verfügung gestellt haben. Ja, und unsere Wertungen sehen jetzt so aus, dass wir Wohlstand geschafft haben und bei der Königreich-Wertung fehlen noch 4 Punkte. Das werde ich allerdings jetzt mit einem Geschenk entsprechend ausgleichen. Bevor wir aber das Geschenk schicken, nochmal einen kurzen Blick auf Timna, hier unser Hauptstadtgebiet mit den ganzen Produktionen, unserem Heer und hier unser kleines Stadtgebiet mit dem Palast und der Goldproduktion. Ja, dann werden wir jetzt dem Pharao ein Geschenk schicken, um die Königreich-Wertung zu erreichen. Da reicht ein großzügiges und mit dem Versenden des Geschenks werden wir diese Kampagne abschließen. 71 Königreich-Wertung haben wir nun. Und wir haben es geschafft. Unsere erste Militärkampagne erfolgreich abgeschlossen. Lob vom Pharao. Ihrer umsichtigen Arbeit ist es zu verdanken, dass die Stadt erfolgreich gegen einen Angriff der Beduinen verteidigt werden konnte und Ägypten nun die Mittel hat, sich selbst zu wehren. Dann schauen wir mal, wie es weiter in der frühdynastischen Zeit geht. In der 7. Kampagne werden wir die frühdynastische Zeit beenden und wir haben nun die Möglichkeit, 2 Kampagnen zu spielen. Entweder Perhabit oder Apollinopolis. Gefährliche Gewässer, eine Militärkampagne oder Abidiu oder auch Abydos, die Nekropole, eine Wirtschaftskampagne. Ich freue mich, wenn ihr weiter bei den Kampagnen mit dabei seid. Bis zum nächsten Wiedersehen sage ich Tschüss, euer Dominus.